ist das hier alles ätzend. Hey! Die haben sie ja wohl vollkommen ins Gehirn geschissen. Aber vollkommen. Meine Fresse! Hier nochmal aus der anderen Sicht. Die Dashcam guckt nämlich so steil nach unten, die zeigt Sachen, die ich nicht mal sehen kann. Hey! Die haben sie ja wohl vollkommen ins Gehirn geschissen. Aber vollkommen. Meine Fresse! Guck mal, sowas gibt's auch. Die Luftpost. Hier liegt meine Rohr. Hier ist es ganz schön windig. Ne, jetzt ist es gerade nicht windig. Dann mache ich das Ding hier auf, meine Rohrbombe. Die haben ja auch eine Kamera über mir hängen, habe ich schon gesehen. Die denken bestimmt, was macht der da? Betriebsspionage oder so. Jetzt muss ich meinen Frachtbrief da reinstecken. Da reinschieben. Klappe zu. Hier ist das Rohr. Hier geht es so lang. Bis weiß der Teufel wohin. Da hinten ist das Gebäude. Und dann drücke ich hier den Button. Und jetzt geht's schon weg. Und jetzt wird sie per Unterdruck und was weiß ich und Überdruck, keine Ahnung wie das genau funktioniert, wird das jetzt durch die Gegend transportiert. Hier ist mein Ticketautomat, da kommt gleich mein Ticket raus. Da steht dann drauf mein LKW-Nummer, mein LKW. Nein, was steht da drauf? Da steht eine Nummer. Ach, hier steht ja einer. Hermes Abholer, was ist das denn? Guck mal, hier steht schon eins drauf. Dann kriege ich so ein Ticket, oben mit einer Nummer. Jetzt kommt ein anderer, jetzt muss ich mal gerade ausmachen. Und mein Frachtbrief ist wieder da. Geil, oder? So eine geile Technik. Finde ich erstklassig, ehrlich. Finde ich total cool. Jetzt bleibt diese Rohrbombe hier drin. Mein Ticket ist gerade gekommen. Na, komm doch. Voll toll, ne? Ich finde das eine geile Technik. Jetzt habe ich hier mein Ticket, auch Hermes Abholer 2206. Hier draußen ist eine Tafel. Da steht dann drauf, wann ich rein kann. Tada! Und schwuppdiwupp, endlich kann ich rein. Direkt zwei Tafeln, zwei Zahlen gleichzeitig aufgetaucht hier. Also ich bin Tor 25, nee, LKW 2206 an Tor 25. Ich gehe jetzt mal arbeiten. Bis denn. Schalke 04, wir leben dich! Woo! Ja, nur für dich, Patrick. Patrick aus den Patrick-Spenden, der alte Schalke-Fan. Der alte Schalke-Fan. Und ich habe von Fußball immer noch keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich die Logos erkenne. Ja, kommen da jetzt 1000 Autos oder was? Und ich komme hier nicht rum? Guckt hier vor allem auch kein Schwanz ins Spiegel. Rechts abbiegen in die Kleinfahrersche Straße. Du bist doch schon wieder vollkommen durcheinander, Mann. Was ist denn los mit dir? Straßen werden immer enger. Ist das so richtig, wo ich hier bin? Scheißdreck.
was hast du denn? Es ist 50, ich fahre unter 50 und du jammerst trotzdem am laufenden Band. Das ist doch alles nicht richtig bei dir. Du hast doch seit dem letzten Update total einen weg. Setzt dich neben die Straße, erzählst mir, ich soll links abbiegen, obwohl die Straße nach rechts geht und so eine Scheiße. Ich weiß nicht, was du für Schwierigkeiten hast, ehrlich. Aber es geht mir langsam auf den Sack. Ist das jetzt wenigstens vorbei, wenn wir hier raus sind, oder was? Komm jetzt. In einer Gott sei Dank. Rechts abbiegen auf die A3004. Fahr doch weiter! Genau so eine Scheißkarre, nee! Mann, und hier kannst du diesen Scheiß-Apparat nicht mal abstellen. Das kotzt mich an, ey! Hier vorm Berg bremst du runter, oder was? Super Idee, echt. Eine super Idee. Ja, ganz großer Sport, ehrlich. Ganz großer Sport. Voll ausgeladen, jetzt krüppeln wir hier rum. Echt. Ganz großer Sport. Ja. Mich überholt hier gerade eine Schweinebande. Eine Schweinebande. Ja, ganzer LKW voller Schweine. Schön. Alter, liegt hier Müll rum. Diese ganzen Schweine, ich hab's ja schon mal gesagt. Da könnte ich ausrasten. Guckt diesen Müll euch an. Das ist ja ein Hammer. Achso, vielleicht mal die Scheiben putzen. Guckt euch diesen ganzen Dreck an, wie viele Schweine das hier gibt. Ich fass das einfach nicht. Ich möchte ja gerne mal den Zeitraum wissen. Ist das ein Vierteljahr oder so? Ist das ein Monat? Alter. Die Leute sind so eine Schweine, ehrlich. Man sollte denen den ganzen Kram da geballt wieder ins Auto zurückpfeffern, echt. Unfassbar, was für Arschlöcher das gibt, ey. Was passiert denn hier? Alter! Was tust du denn da? Geisterfahrer, ey. Ist geblinkt oder was? Oh. Muss eine ganz wichtige Kaffeelieferung sein. Mann. Muss verflucht wichtige Kaffeelieferung sein. Mann. Ja, das nervt mich jetzt ein bisschen. Doch, aber mein Gott, willst du jetzt hier rein oder willst du nicht hier rein? Ralf. Also willst du hier nicht hin? Gut, dann fahre ich jetzt hier lang. Keine Ahnung, wo dein Problem war. Hier telefoniere ich mit dem Mirko auf Achse, der in Amerika LKW fährt und das auch auf YouTube zeigt. Oh, jetzt ist hier auch Stau auf der Bumsstraße oder was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich fass es. Nee, hast du noch genug Stunden? Hör mal, wir sind in Deutschland, wir reden hier nur von Minuten. Ich habe nur noch 24. Hast du noch genug Stunden? Das ist cool. Das ist geil. Das drücke ich erstmal in die Kamera. Mal gucken, ob ich das verwursten kann. Man hört dich aber nicht, also bist ja auf Kopfhörer.
süß. Hast du Stundenfahrt da. 23 Minuten habe ich jetzt noch. Also bevor ich... Ja, ich wollte eigentlich Feierabend machen, wenn die Zeit voll ist. So eine Scheiße. Erinnert ihr euch noch daran aus der 275? Ah, wann fällt er runter? Wann fällt er runter? Man wartet ja nur drauf. Man wartet nur drauf. Aber so ist das nun mal. Mit einem Bein stehst du im Knast, mit dem anderen Bein stehst du im Grab. Nun muss ich ehrlich zugeben, dass man auch Graben verstehen hätte können statt Grab. Aber nun ja, es wurde Graben verstanden und deswegen hat Frechtags489 kommentiert: Mit einem Bein im Knast, mit dem anderen im Graben und bei diesem Spagat kommt dann noch das BAG und tritt dir in die Nüsse. Heinz Kunz hat dann geschrieben, kann da mal jemand eine Karikatur draus machen, und Anna Storybox von Instagram, die hat das gemacht. Hier ist sie. Voll cool. Und guck mal unten. Ein Igel. Richtig, richtig geil gemacht. Im 5-köpfigen Special Effect Team, da räume ich einfach einen Platz für dich frei, wenn du rein möchtest. Kein Problem. Ich habe richtig geile Zuschauer an euch alle. Echt geil. So Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.